Heute kochen wir auf der Murica. So, jetzt machen wir erstmal schönes Feuer hier in der Feuerschale an. Da passt unsere Murica zufällig genau rein. Wir haben uns für den schwedischen Abend ein paar Lebensmittel besorgt, zum Beispiel das Renskarv. Das kennen wir ja aus Schwedisch Lappland, also klein geschnittenes Rentierfleisch und noch ein paar andere leckere Sachen. Es gibt auch noch Kartoffeln und Gemüse dazu und ein paar Kräuterfladen. Die Rezepte findet ihr dann alle bei uns im Blog. Jetzt haben wir hier unsere Murica in die Feuerschale gestellt. Das Feuer muss noch richtig angehen, muss noch richtig ordentlich Dampf hinterkommen, damit oben das gusseiserne Metall richtig heiß wird. Und dann geht's los mit dem Kochen und Braten auf der Murica. Leben kann. Ja, das Ein bisschen länger hier drauf bleiben. muss gut durch sein. Ich bin hier noch zum Rühren und Renskarv drauf und Gefriergemüse. Das macht sich ja ganz gut, weil es so ziemlich schnell gar wird. So, jetzt brutzelt das hier ordentlich auf der Murica. Wir haben Renskarv aus dem Schwedenmarkt bestellt. Wir haben hier Gemüse drauf, wir haben Kartoffeln drauf. Und was wir auch neulich rausgefunden haben, was super lecker ist, ist Rauch in den Augen, sind diese Kräuterfladen. Also Hefeteig mit schönen Kräutern drin. Ich muss noch ein bisschen umrühren und dann fülle ich auf. Nochmal Schokolade. Gemüse und Rensfleisch gebraten in der Murica. Ja, es scheint ja allen geschmeckt zu haben. Freue ich mich sehr. Super gut. Die Brötchen, die backen hier noch ein bisschen nach und die Reste bleiben noch ein bisschen warm. Das Feuer ist schon ganz schön weit runtergebrannt und ich gönne mir jetzt einen kühlen Drink, bevor es nachher gleich in die Sauna geht. Ciao, ciao.